Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Film von der Inakustik. Wieder mit dabei Holger Wachsmann, mein Name Dieter Ammann. Ja, wir haben jetzt sehr viel über die Kabelkonstruktion, über die R-Technik-Konstruktion gehört. Tolles Kabel, wie wir finden. Wie wir finden, genau, ja. Wie wir finden. Jetzt ist natürlich aber der große Punkt. Wir müssen einmal das Signal ins Kabel reinbringen und natürlich dann hinten beim Lautsprecher wieder auch zum Lautsprecher, sprich, wir reden heute über die Steckkontakte. Wir haben ja verschiedene Steckkontakte da. Wir haben einen Kabelschuh, wir haben einen BFA-Banana. Aber Holger, erzähl doch mal, was wir uns bei dieser Konstruktion gedacht haben. Ja, also erstmal ist natürlich so, warum gibt es verschiedene Stecker? Das geben uns natürlich ein bisschen die Gerätehersteller vor. Also bei den einen Geräten kann ich halt BFA-Stecker verwenden, bei den anderen kann ich Kabelschuh verwenden, bei wiederum anderen Geräten oder Lautsprechern kann ich beides verwenden. Da kommt immer wieder mal die Frage, was ist denn das Bessere? Also da kann man aus meiner Sicht einen Würfel nehmen. In erster Linie geht es natürlich darum, was können die Geräte, also welchen Anschluss kann ich da verwenden. Und also die Gesamtqualität letztendlich von der Übertragungsstrecke steht und fällt natürlich auch mit der Verbindung selber. Also das tollste Kabel nützt uns nichts, wenn wir dann bei der Verbindungstechnik nachher patzen. Deswegen eben sind da auch so ein paar technische Finessen mit eingeflossen bei der Entwicklung von unseren Steckern, die wir in der R-Serie hier verwenden. Das geht los beim verwendeten Material. Üblicherweise sind Stecker aus Messing. Messing ist eine Legierung, wo ein gewisser Kupferanteil drin ist. Das reicht uns nicht, weil Messing eigentlich im Verhältnis oder im Vergleich eigentlich einen recht schlechten Leitwert besitzt. Wir verwenden hier sogenanntes Tellurium-Kupfer. Also reines Kupfer können wir nicht verwenden, weil das zu weich ist. Das wäre zu weich. Da würden die Kontakte sich gleich verbiegen oder wir haben auch keine Druckkraft bei den BFA-Steckern. Wir brauchen ja einen Kontaktdruck, einfach um den Widerstand gering zu halten. Und deswegen eben Telluriumkupfer. Das heißt, das Kupfermaterial ist dann mit Tellurium dotiert. Das Material, also das Kristallgitter vom Kupfer, wird durch die Zugabe von Tellurium etwas verspannt, so kann man sich das vorstellen, und wird dadurch etwas härter, sodass es für die Steckkontakte verwendet werden kann. Der Vorteil ist halt, dass halt der Leitwert im Wesentlichen erhalten bleibt und auf jeden Fall deutlich besser ist als Messing. Das ist so eine Raffinesse. Geht dann weiter. Ich muss ja den Stecker irgendwie auch an das Kabel dran bringen. Da gibt es ja verschiedene Techniken. Ich möchte trotzdem nochmal, du hast jetzt gerade eben im Prinzip zwischen Messing und Telluriumkupfer gesprochen. Ja. Das ist ja da drunter. Ja, genau, so, richtig. Wir rodinieren ja unsere Stecker. Ja, richtig, die sind so Rhodium beschichtet. Genau. Das ist ja vielleicht ganz interessant. Das Rhodium können wir ja direkt aufs Telluriumkupfer aufbringen. So ist es, genau. Beim Gold ist ja anders. Beim Vergolden ist es so, dass da erst eine Nickelschicht aufgebracht wird. Auf das Messing? Auf das Messing, und auf die Nickelschicht kommt dann die Goldschicht drauf. Das ist das übliche galvanische Verfahren. Das heißt, da habe ich 3 Materialien und wir arbeiten mit 2. Das sind 3 Materialien, und wenn man es so mikroskopisch betrachtet, habe ich halt letztendlich 2 Übergangswiderstände. Ne? Also von Messing quasi zum Nickel und vom Nickel dann letztendlich wieder zum Gold. Und während wir hier halt bei der Rhodiumbeschichtung direkt vom Telluriumkupfer quasi auf das Rhodium gehen. Also wir sparen es da. Und Rhodium ist halt sehr, sehr hart, ne? Ist deutlich härter wie Gold. Genau, das ist auch ein weiterer Vorteil, den wir haben. Also wir kennen unsere Kunden, und also in dem Segment hier, da wird doch viel ausprobiert, da wird mal ein Lautsprecher hin und her geschoben oder mal eine Endstufe ausgetauscht. Ein neuer Lautsprecher kommt daher. Also mehrmals ein- und ausgesteckt. Genau, also die Kabel, die werden deutlich öfter ein- und ausgesteckt als im herkömmlichen HiFi-Bereich. Und bei der Vergoldung, Gold ist ein sehr weiches Material, das reibt sich einfach sehr schnell ab, sodass die Oberfläche einfach durch das mehrfache Kontaktieren stark leidet und damit auch die Kontakteigenschaften sich verändern. Und mit der Rhodiumbeschichtung haben wir eine sehr, sehr hohe Wiederholgenauigkeit, was das Kontaktieren angeht. Ne? Klar, durch das sehr harte Material. Durch das sehr harte Material, okay. Genau.
Ja, genau. Es geht aber darum, ich muss ja irgendwie den Stecker auch an das eigentliche Kabel, an die Leiter dran bekommen. Da gibt es eben auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann löten, man kann schrauben, man kann krimpen oder man kann eben verpressen. Und das ist genau das Verfahren, was wir bei unseren Steckern verwenden. Wir haben also hier komplett eigene Stecker auch entwickelt, wo wir hergehen. Wir haben hier diesen sogenannten Basic-Adapter. Und dieser Basic-Adapter wird praktisch direkt mit dem Kupfer auch verpresst, dass wir da einen möglichst geringen Übergangswiderstand haben. Und dieser Druck, den wir verwenden, beträgt 1,5 Tonnen, mit denen hier praktisch die Steckkontakte verpresst werden. Also auch hier kein extra Material wie Lötzinn oder sowas, was sich ja dann auch zwischen die Materialien aufbaut. Und wieder einen Widerstand darstellt. Sondern hier gehen wir direkt quasi aufs Material. Mhm. Hier sind wir natürlich bei der R-Litze, die ja mit einem Lack beschichtet ist. Das heißt, vom Verfahren her ist auch extrem aufwendig. Muss ja in dem Bereich, wo der Stecker angebracht wird, muss erst der Lack entfernt werden. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Wir arbeiten hier komplett ohne Chemikalien. Das wird also wirklich mechanisch bearbeitet, dass wir jeden einzelnen Draht hier auch entlacken, bevor dann der Stecker aufgepresst wird. So, da haben wir ja quasi diesen Basic-Adapter drauf. Jetzt haben wir es ja eingehend schon erwähnt, dass es ja je nach Gerät, je nach Lautsprecher davon abhängt, was wir für den eigentlichen Kontakt benötigen. Und dafür gibt es eben dann die beiden Varianten. Es gibt einmal den BFA-Aufsatz, respektive auch den Kabelschuhaufsatz, der hier dann angebracht wird. Und ich habe dann die Möglichkeit, auch das vom Winkel her einzustellen, je nachdem, wie das Kabel verlaufen soll hinter dem Gerät. Habe ich das Gerät auf dem Rack stehen oder habe ich die Lautsprecheranschlüsse weiter unten, wie auch immer, dass halt der Winkel, wie das Kabel aus dem Stecker rausläuft, auch angepasst werden kann. Gut, zumal ja dann in einer BFA-Buchse hast du ja, wenn das Kabel gerade nach hinten rausgeht mit dem ganzen Gewicht, was wir jetzt bei unserer R-Technik nicht so stark haben, aber dennoch hast du ja hier eben im Prinzip diesen Kontakt, diese Hebelwirkung, genau, wo dann jetzt mal übertrieben im Prinzip nur 2 dünne Kontaktpunkte geben könnte. So ist es, genau. Verformt mir den Steckkontakt und wie du es gerade sagst, die Kontaktfläche reduziert sich da ganz erheblich, abgesehen davon, dass es natürlich für die Gerätebuchsen auch nicht so toll ist, wenn da das Gewicht und gerade die Hebelwirkung auch wirkt. Die Frage aber dennoch, und die kommt ja oft von Endkunden, jetzt haben wir hier natürlich einen Übergang, wo wir das Anschlussbild, sage ich jetzt mal, also BFA oder Kabelschuh dran machen, was ja auch nochmal einen Übergangswiderstand darstellt. Ja, genau. Das kann man so sehen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir hier extrem sorgfältig arbeiten. Also wir haben hier Fertigungstoleranzen, die sind extrem klein, sodass wir dann eigentlich keine Spaltmaße in dem Sinne haben, sondern man muss es eher so ein bisschen drauf drücken, dass wir also wirklich die Kontaktflächen sehr parallel zueinander haben, sehr eng toleriert sind von der Fertigungsgenauigkeit her und eben seitlich dann durch eine Schraube festgezogen werden. Also ich stelle quasi erst den Winkel ein, dann ziehe ich die Schraube fest und dann habe ich praktisch eine sehr, sehr große Kontaktfläche. Das ist die 2 Flanken quasi direkt. Genau. Und eben durch diese Effekte, dass ich keine Hebelwirkung auf den Kontakten habe, keine Verformung von den Kontakten habe ich unterm Strich einfach den besseren Kontakt. Ne? Das sind eben viele, viele kleine Details, viele kleine Stellschrauben, um den Kontaktwiderstand, also das Einkoppeln vom Signal und das Auskoppeln auf der anderen Seite so optimal wie möglich zu gestalten. Eben Material, dann die Beschichtung, die Art der Kontaktierung, die Tellurium, Kupfer, Rhodium beschichtet, und dann noch im Prinzip den Winkel einzustellen. Ganz genau. Richtig. Und 1,5 Tonnen, das ist natürlich schon ein kräftiger Wert, wo die Adern verpresst werden. Das dient sicherlich einer nahezu perfekten eines perfekten Übergangs. Genau. Ja, prima. Ja, Holger, vielen Dank. Ich denke, somit haben wir unser R-Kabel, unsere R-Helix-Kabel im Detail erklären können in den Filmen gemeinsam. Ich hoffe, Ihnen hat es Spaß gemacht. Hoffe auch, Sie können nachvollziehen, was für ein technisches Know-how letztlich da drin steckt. Und würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie auch mit unseren Produkten beim Hören dann noch weiterhin Spaß haben. Vielen Dank.